willkommen zur Folge 22. Ja, der letzte Film ist jetzt schon ein kleines bisschen her. Das hatte vor allen Dingen zwei Gründe. Vor 14 Tagen hatten wir hier eine kleine Feier auf dem Hof. Das werde ich wahrscheinlich auch dann nochmal gesondert euch zeigen. Und wir hatten uns auf unsere Führerscheinprüfung vorbereitet. Die war am gestrigen Tag, sowohl Theorie und Praxis. Dazu erzähle ich aber vielleicht später dann noch ein kleines bisschen mehr. Gucken wir erstmal, was wir hier gerade bauen. Ja, wir sehen hier den Basti an der Biegemaschine, die wir uns vom Achim in dem Fall geliehen haben. Da macht es keinen Sinn, sowas doppelt zu haben auf dem Hof. Da reicht es, wenn einer sowas besitzt. Ja, was bauen wir hier? Das Ganze werden in dem Fall Speier, wodurch eben das Wasser vom Umgang des Bootes ablaufen soll. Die stellen wir jetzt hier gerade aus V4A dar und stellen die entsprechend her und verschweißen sie dann später noch im Boot. Ja, ganz am Anfang des Filmes hat Basti hier vorne an der Tischkante erstmal die Teile angezeichnet. Da waren entsprechend ja, Anschlagspunkte wieder montiert, sodass wir eben immer den gleichen Messpunkt hatten. Und genauso machen wir das jetzt hier auch noch weiter. Wir wollen an der Stelle jetzt auch noch Klüsen herstellen, mit denen wir später eben am Boot Öffnungen machen und dort dann wiederum im Fahrbetrieb die Seile durchführen zum Anlegen und zum Belegen der Klampen. Ja, ihr seht es hier mit dem Anzeichnen nochmal, die Anschlagspunkte entsprechend, sodass wir eben alle Teile exakt an den gleichen Punkten markiert haben. Und dann können wir hier die erste Seite biegen und das Teil dann einmal kurz rausnehmen. Das muss jetzt noch ein zweites Mal relativ eng gebogen werden, und damit wir das aber auch entsprechend im rechten Winkel machen und somit gleich biegen, müssen wir uns hier so einen kleinen Anschlagpunkt eben einsetzen, dann das Teil auf der Biege positionieren, befestigen und spannen. Dann kann dieser Anschlagspunkt hier vorne entsprechend wieder demontiert werden. Das geht ja recht schnell mit den Schnellspannern. Und schon können wir hier die zweite Biegung eben auch exakt im gleichen Winkel machen. Das Ganze haben wir natürlich mit allen Teilen, die wir brauchen, hier mehrfach gemacht. Ihr seht sie hier auf dem Tisch liegen. Und im nächsten Schritt wollen wir jetzt jeweils zwei solcher Halbteile, die wir eben gebaut haben, miteinander verbinden, sodass das dann ein geschlossenes ja, Quadrat ergibt, was wir dann eben als Klüsen am Boot einbauen können. Dafür haben wir jetzt wieder angefangen, uns hier eine ja, Vorrichtung zu bauen, wo wir die drauf einlegen wollen, damit auch da eben alles gerade liegt und wir das beim Verschweißen auch nicht verziehen. Dafür bauen wir, wie gesagt, jetzt hier erstmal so ein bisschen eine Auflage, haben da entsprechend rumprobiert, bis wir das soweit haben. Und auch wenn wir letzten Endes von diesen Teilen nur 4 Stück brauchen, lohnt sich der Aufwand, hier so eine Konstruktion zu bauen, damit es eben wirklich gerade und ordentlich ist und verschweißt werden kann und wir dann nicht irgendwie krumm und schief irgendwas dann produziert haben. So, wir sehen jetzt aber gleich, dass wir hier erstmal mit der Konstruktion noch nicht ganz hundertprozentig zufrieden sind. Ja, wir pressen es jetzt hier erstmal aufeinander, aber haben dann eben hier die Feststellung zum einen, dass wir in der Mitte schlecht mit dem Schweißgerät drankommen. Ja, das heißt, wir wollen es ja rundrum schweißen. Es ist also hier ziemlich eng, was wir da gebaut haben, und wir kriegen es halt auch nicht ganz exakt aufeinander gespannt. Also war diese Konstruktion noch nicht die richtige Lösung, und wir probieren das jetzt entsprechend hier ein bisschen umzubauen. Muss man halt ein bisschen ausprobieren und schauen, wie es dann eben vernünftig passt. Auch das gehört eben immer wieder im Projekt dazu. Wenn man irgendwas baut, muss man eben gucken und schauen, wie man zurande kommt und immer wieder neue Lösungen finden für Aufgaben. Das ist ganz normal und gehört eben dazu. An der Stelle war dann jetzt schon mal die Feststellung, dass das wahrscheinlich funktionieren wird, hier oben mit den beiden quer drüber liegenden Elementen, um es eben gleichmäßig runterzudrücken, aber eben die Schweißposition noch nicht optimal ist. Also an der Stelle eben nochmal schauen, wie können wir es lösen, und dann war an der Stelle der Gedanke, das nach unten zu bauen, seitlich an den Tisch. Das macht der Basti jetzt hier auch entsprechend, und dann können wir das da vorne nochmal zusammenbauen. Und während der Basti das jetzt entsprechend hier nach unten nochmal ummontiert, kann ich euch von gestern von unseren ja, Binnen- und Seeprüfungen erzählen. Wir haben gestern sowohl die Theorie als auch die Praxis gemacht,
Und formulieren wir es mal so, wir dürften jetzt schon mal zusammen jeweils Binnen und See fahren, weil zumindest jeder von uns einen Teil bestanden hat. Leider hatten wir beide in jeweils einem Teil einen Fehlerpunkt zu viel, sodass wir in dem Fall Basti den Binnentheorieteil und ich den Seetheorieteil nochmal wiederholen dürfen in 14 Tagen. Hingegen die Praxisprüfung haben wir beide entsprechend gemacht und bestanden. Den Teil haben wir also jetzt. Ja, kann auch passieren, ist halt manchmal, je nachdem, welchen Bogen man erwischt, ja, liegt er einem besser oder schlechter. In dem Fall haben wir beide eben einmal Pech gehabt. So, jetzt sehen wir auch schon, dass die Teile jetzt hier in der Mitte an der Stoßkante schön parallel zueinander liegen, also wirklich exakt aufeinander. Und dementsprechend können wir die Teile jetzt hier schön verschweißen. In dem Fall hier mal im Wickschweißverfahren. Das geht hierfür einfach schöner und angenehmer. Dementsprechend natürlich auch da immer für die entsprechenden Arbeiten das richtige Verfahren auswählen. Und nachdem eben hier, wie gesagt, diese Schweißvorrichtung funktioniert, kann der Basti eben auch die anderen Teile ohne Probleme ruckzuck bauen und wir haben ein immer identisches, schönes Ergebnis, wie wir das uns eben vorgestellt haben. Insofern, wie eben schon gesagt, lohnt sich eben der Aufwand, auch so eine Vorrichtung mal zu bauen, auch wenn es nur wenige Teile sind, aber die sind dafür eben hinterher auch vernünftig. Und nachdem eben entsprechend alle 4 Teile hergestellt sind, können wir die ganze Konstruktion entsprechend wieder zurückbauen und wieder aufräumen. Und dann müssen natürlich die Schweißnähte noch kurz nachbearbeitet werden, dass sie eben dann auch schön glatt sind und das wie aus einem Guss aus einem Stück wirkt. Wir vor allen Dingen keine Kanten irgendwo noch drin haben, an der hinterher dann auch die Seile beschädigt werden könnten. Das kommt natürlich noch zusätzlich zur Optik dazu, dass auch das gegeben sein muss, denn ja, über diese Kanten werden die Seile dann immer gespannt sein zwischen Poller oder was auch immer am Steg ist und eben unseren Klampen. Und damit sind wir auch mit dem Ausflug in die Werkstatt und dem Herstellen von Teilen entsprechend fertig. Wir haben uns übrigens hier sehr bewusst für diese Form entschieden. Oft sind diese Durchführungen ja oval, das wollten wir an der Stelle nicht. Kommen wir zum nächsten Teil, das ist unser Dach. Ihr seht jetzt hier den Basti beim Durchschweißen der Dachverbindungsstellen. Wir wollen ja das Boot von oben dicht bekommen, dass jetzt eben auch im Winter von oben kein Regen mehr eindringt und damit war das natürlich ein notwendiger Schritt, um das zu erreichen. Ihr seht, dass wir hier wieder unsere Plane als Windschutz entsprechend nehmen. Wir haben ja oft hier Westwetterlage und dann kommt eben genau übers Dach der Wind hierher, zusätzlich noch mit der Decke ein bisschen den Windschutz geben, sodass das einigermaßen geht. Wir haben mittlerweile auch da nochmal was verändert, das werde ich euch aber in den späteren Videos dann noch zeigen. Schauen wir hier jetzt erstmal dem Basti noch ein bisschen zu, wie er übers Dach krabbelt und das Stück für Stück schließt. Ihr seht mich währenddessen im Hintergrund mit dem Laser arbeiten. Ich bereite hier die Kante eben zwischen Dach und Salonwand zum Schweißen vor. Auch das ist einer der nächsten Schritte, um das eben von der Arbeit her, von oben her jetzt abzuschließen. Und auch wenn wir jetzt den Basti hier nur von hinten sehen und nicht, was er da genau macht, ich fand das eigentlich einfach nur lustig, wie er hier übers Dach krabbelt und Stück für Stück hin und her robbt. Und was wir am Dach gemacht haben, müssen wir natürlich auch am Vorschiff machen. Hier nochmal kurz mit der Flex ein bisschen reinigen, mit der Druckluft aussprühen. Und dann kann auch hier das Vorschiffdach entsprechend verschlossen werden und somit den Regenabfluss eben zur Seite weg und nicht ins Boot gewährleisten. Und einfach mal so als Zwischeninformation, wir sind ja jetzt seit ungefähr 8 Wochen am Schweißen, haben ja erst die Rahmen soweit ausgesteift und geschweißt und jetzt so langsam eben diese ganzen Verbindungsstellen und haben ungefähr die Hälfte geschafft. Kommen wir noch mal so ein bisschen zum Lasern. Auch hier wollte ich euch mal einfach mal in der Fläche zeigen, wie das mit dem Laser funktioniert. Grundsätzlich geht das haben wir ja schon öfter berichtet. Ist natürlich vom Zeitaufwand her, um so eine Fläche zu machen, relativ viel. Auf der anderen Seite gibt es uns aber vielleicht die Möglichkeit, hier auch im Winter schon Stück für Stück im Innenbereich, wo es trocken ist, dann die Flächen zu reinigen, sauber zu machen und dann eben die erste Grundierung aufzubringen. Nach diesem kleinen Ausflug kommen wir jetzt wieder zur Vorbereitung von Teilen. Das sind hier alles Teile, die jetzt auf das Dach noch aufgebracht werden sollen, um dort dann eben die Kantenabdeckung aufzubringen.
Normalerweise, ihr seht, die Teile sind hier recht groß schon, ist das Dach ja dafür vorgesehen, dass dort noch ja, eine sogenannte Fly drauf kann, also noch ein zweiter Steuerstand, der dann auf dem Dach im Grunde erhöht angebracht ist. Den wollen wir ja aber nicht bauen, das haben wir ja schon öfter gesagt. Also haben wir uns hier schon mal an der Stelle entschieden, diese Teile, um diese Verlängerung des Fly-Teils abzuschneiden, um dann eben die Teile zu verwenden, um unsere Dachkantenumrandung eben zu setzen. Und während ich eben diese Teile hier vorbereite, ist Basti eben die Kante oben am Schweißen, die ich vorhin mit dem Laser eben auch vorbereitet habe, sodass wir hier auch da den Abschluss einfach haben, wie eben schon gesagt. Das hat jetzt weniger mit dem Regenschutz zu tun, sondern damit wir dann eben auch diese Teile weiter anbringen können, muss eben diese Arbeit erledigt sein, weil natürlich die Dachkante, die da dran kommt, dann auch diesen Schweißpunkt im Grunde verdeckt. Genauso ist es dann eben hier vorne nötig, dass wir die Frontscheiben einsetzen, beziehungsweise die Rahmen für die Frontscheiben, die Scheiben selber noch nicht. Das werden wir erst im Frühjahr nächsten Jahres machen. Dazu haben wir uns jetzt entschieden. Aber eben jetzt hier einmal die Rahmen einsetzen, um die Steifigkeit hier in diese Elemente reinzubekommen, um dann eben auch, wenn wir die Kanten schweißen, da keinen Verzug mehr reinzubringen und eben ja die Stabilität einfach an dem Punkt zu haben. Ihr seht, auch das geht hier recht simpel und einfach. Das Teil ist ja entsprechend gebaut und vorbereitet. Es wird einfach nur reingegeben, geschaut, dass wir rundum den gleichen Abstand ungefähr haben für den Rahmen und dann wird das erstmal angepunktet und dann später nochmal Stück für Stück verschweißt. Auch hier seht ihr durchaus, wie dick dieser Rahmen ist. Also das sind gut 5 Zentimeter. Ne? Die Scheiben kommen ja bündig rein, aber unsere Scheibenelemente werden eben roundabout 5 Zentimeter dick, damit wir unsere Dämmwerte erreichen, die wir haben wollen. Und damit kommen wir jetzt eben hier zu den Dachteilen. Und ihr seht jetzt schon, dass diese Teile eben schon sehr, sehr groß sind und weit nach innen ragen und diese Dachkante ja sehr, sehr schräg hier vorne dran sitzen würde. Und ihr entnehmt es unseren Gesichtern vielleicht schon, dass uns das nicht wirklich gefallen hat und wir hier erstmal überlegen, ob wir das überhaupt so bauen wollen, wie es im Originalbauplan vorgesehen ist. Denn neben der Optik, die uns jetzt hier direkt nicht gefallen hat, kommt noch ein zweiter Aspekt dazu, denn wir wollen das Dach ja mit PV-Modulen belegen und diese Teile ragen hier so weit rein, dass uns das ja einfach mehrere Module gekostet hätte und somit eben auch jede Menge PV-Energie gekostet hätte, sodass wir jetzt hier erstmal ausgerechnet haben, ob wir uns das überhaupt in Anführungszeichen leisten können, auf diese Elemente zu verzichten oder nicht. Und wir haben jetzt hier dann uns zum ersten Mal, muss man dann sagen, real damit beschäftigt, wie wir das Dach effektiv belegen können. Das war bisher auch nicht notwendig, aber jetzt an dem Punkt mussten wir uns eben genau mit dieser Thematik mal beschäftigen und haben jetzt erstmal mit den Modulgrößen, die wir haben wollen, hier eingezeichnet und aufgezeichnet, wie viele wir hinbekommen würden, um danach dann eben entscheiden zu können, ob wir es uns, wie gesagt, leisten können, so weit reinzuragen mit diesen Dachrandteilen. Und im Ergebnis sind wir dann eben dazu gekommen, dass uns das also 0,8 kW Peak an Leistung kosten würde und wir das entsprechend nicht machen. Also haben wir diese Originalhalter und die Original-Dachkante verworfen, haben uns nochmal selber eigene Teile gezeichnet und eigene Halter entsprechend gebaut, die eben deutlich schlanker sind. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir die Dachkante nicht schräg setzen wollen, dass wir sie deutlich schmaler machen wollen, um eben auch unsere schlanke Silhouette hinzubekommen, die wir haben wollen. Und haben dementsprechend hier, wie gesagt, neue Teile dann hergestellt. Die hat Basti eben gezeichnet und aus Restblechen, die wir ja noch en masse auf dem Hof haben, haben wir hier entsprechend mit dem Plasmaschneider neue Teile hergestellt. Für die Zuschauer, die noch nicht so lange dabei sind, schaut mal unsere Videos von der Werkstattausstattung, wo wir diesen Plasmaschneider gebaut haben. Ich kann euch das hier oben auch nochmal verlinken. Das ist, wie gesagt, ein Eigenbau von Basti. Lohnt sich sicherlich auch nochmal reinzuschauen. Und jetzt lasse ich euch hier noch kurz das letzte Teil einmal mitfahren. Und dann können wir auch damit starten, die Teile entsprechend einzubauen. Dafür müssen sie natürlich einmal kurz hoch. Auch da lasse ich euch nochmal mitfliegen. Wir hätten die Teile zwar auch hochtragen können, aber warum soll man es schleppen, wenn man es hier mit dem Kran mal eben gebündelt hochheben kann und alles auf einmal oben hat.
Und im nächsten Schritt müssen wir uns dann natürlich erstmal so ein bisschen eine kleine Taktik machen, wie wir das Ganze denn jetzt montieren wollen. Es gibt 2 unterschiedliche Breiten von dieser neuen, ja, seitlichen Abdeckung der Dachkante. Im hinteren Teil breiter, weil wir dort dann später auch noch ja, eine Persenning entsprechend dran anbringen wollen, und vorne eben wirklich so schlank wie es geht. Da sind wir bei knapp 12 Zentimeter nur, und hinten eben, boah, ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf, ich glaube um die 20 Zentimeter. So, und dann müssen wir natürlich jetzt die Kante hier erstmal dranhängen, ganz grob, und wir müssen gucken, dass wir umlaufend immer die gleiche Höhe haben, weil die Dachkante an sich natürlich ein bisschen hoch und runter geht und nicht überall in der gleichen Höhe ist. Ähm, Dafür haben wir uns den Laser an einer Stelle aufs Dach gestellt und auch die Stelle markiert, damit man immer wieder identisch dort stehen haben, und haben uns dann eben eine Marke gesetzt, auf die wir eben hier das Dachblech, dieses Kantenblech in der Höhe ziehen müssen. Und dann können wir es erstmal provisorisch anheften, und eben hier seht ihr diese verkleinerten Teile, um eben das Ganze am Dach zu befestigen. Da auf diesen Teilen eben keine großartige Last hängt, müssen die auch nicht so riesig sein wie hier das Originalteil, was hier noch auf dem Dach liegt, sondern da geht es ja wirklich jetzt nur darum, dass eben dieses Seitenteil am Dach ist, und das wird ja auch nochmal am Dach entsprechend verschweißt, und ja, dementsprechend konnten wir hier deutlich kleiner gehen. Was ihr jetzt hier gesehen habt, ich habe eben das Teil gekürzt und abgeschnitten, damit wir hier vorne in die Rundung hinein eben schön biegen können. Da wäre sonst das Teil zu kurz gewesen, um es komplett rumzubiegen, und wir hätten dann vom Kraftaufwand her nicht schön biegen können. Und auch da eben, ihr seht es jetzt in der Mitte, sind wir halt deutlich flacher von der Dachkante, aber wir wollen ja in der Optik die gleiche Höhe rundherum haben. Also entsprechend mit dem Laser auf die richtige Höhe ziehen. Und wir haben das Ganze jetzt entsprechend hier rundherum weitergemacht und sind dann jetzt hier entsprechend bei der letzten Dachseite und Dachkante angekommen. Das Rumziehen jeweils um die Kurven ist natürlich ein bisschen ein Kraftaufwand. Wir wollten jetzt hier nicht nochmal zusätzlich mit zig Ösen, das machen wir zwar gleich an einer Stelle, aber das Biegen an sich musste halt schon jetzt anders erfolgen. Erstmal hier hinten ein bisschen wieder dran heften, dass die Verbindung da ist und es dort nicht mehr weg kann. Und dann müssen wir es eben hier Stück für Stück von Hand rumziehen und rumbiegen um die Kante. Ihr seht, ich muss jetzt hier gucken, dass ich meine Kraft dahin bekomme und Basti das dann hält, damit ich den Kopf entsprechend rausziehen kann. Und wir dann eben auf das andere Teil erstmal ziehen. Ich muss es jetzt hier kurz zusammenhalten, damit wir hier erstmal eine Klammer drüber machen können und dann eben entsprechend das Teil ja nochmal ausrichten, verbinden und grob festschweißen. Dann haben wir hier natürlich noch jetzt einen Überstand zwischen dem Teil, was von vorne kommt, und dem, was von hinten kommt. Also müssen wir das auch hier mit der Flex kurz anpassen auf die richtige Länge. Damit das vernünftig gemacht werden kann, mussten wir dann jetzt hier an der Stelle aber doch nochmal eine kleine Öse einsetzen, damit ich hier eben die Verbindung auftrennen kann, das vernünftig auseinanderflexen, oder was heißt auseinander anpassen kann. Und dann können wir es hier kurz reinziehen und dann verbinden. Was ihr jetzt hier gerade seht, ist, dass wir tatsächlich dann im Dachbereich mal auf Elektrode gewechselt haben. Jedes Schweißverfahren hat seinen Vor- und den Nachteil. Hier an der Stelle können wir das jetzt mit der Elektrode tatsächlich machen. Nachteil ist halt A, diese Schlackerablagerung, und B, einen deutlich höheren Hitzeeinwirkung. Das war aber an dem Punkt jetzt hier akzeptabel. Und damit sehen wir hier entsprechend das Ergebnis, eine umlaufende Dachkante, entsprechend hier vorne schön gebogen, alles senkrecht und nicht schräg, hinten eben auch die schönen Rundungen am Ende des Bootes. Und eben dann auch im Verlauf auf der Seite das schmaler werdende, das ist hier auch in dem Teil, was ein bisschen geschwungen ist, sodass der Übergang dort eben auch schön hinpasst. Und zum Abschluss kommen wir jetzt hier nochmal ans Vorschiff. Das wollte ich euch auch nochmal kurz zeigen. Und zwar geht es jetzt hier darum, die senkrechten Bleche mit den waagerechten Blechen eben in der Kante zu verschweißen. Um das aber machen zu können, müssen wir jetzt hier tatsächlich nochmal kurz mit der Flex reinarbeiten, weil die Bleche hier so eng aneinander lagen, dass eben keine Spitze, keine Kante mehr drin war, wo man hätte jetzt eben die Schweißnaht reinlegen können, was natürlich dann nicht
sinnvoll gewesen wäre, da jetzt einfach nur eine Naht drüber zu legen. Also muss jetzt hier nochmal so eine kleine Kante zwischen die Bleche reingearbeitet werden. Hätten wir gegebenenfalls im Vorfeld machen können, haben wir aber nicht gemacht. Und somit muss eben jetzt hier doch relativ aufwendig mit der Flex das nachgearbeitet werden. Und mit diesen Bildern kommen wir dann zum Ende des heutigen Films. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Auch mal wieder der Einblick in die Werkstatt und was dort so passiert. Das Ändern von Originalsachen, wenn sie eben nicht zu dem passen, was wir gerne haben wollen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und insofern bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.